Herzlich willkommen zu einer kleinen Stadtrundfahrt im Bus 100, der bekanntesten Linie in Berlin, da er an vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbeiführt. Startpunkt ist normalerweise der Bahnhof Zoo, aber wir sind etwas später zugestiegen und kommen jetzt hier schon an diesem gläsernen Gebäude vorbei auf der linken Seite, das so aussieht wie ein Schiff, das vor Anker liegt, oder ein Gewächshaus vor Anker mit der doppelten Fassade. Das ist die Bundesgeschäftsstelle der CDU. Dahinter kommen einige Botschaftsgebäude wie Luxemburg, Malta, Malaysia, Bahrain und danach mit einem interessanten Eingangsbereich die mexikanische Botschaft. Das sieht dann fast so aus wie ein Vorhang, der sich zuzieht, wenn man dran vorbeiführt. So eine Art optische Illusion hier auf der linken Seite. Dahinter die Skandinavier, zu denen komme ich dann aber später nochmal. Zunächst machen wir einen kleinen Sprung, da ich den Bus gewechselt habe und sind schon fast an der Siegessäule angelangt, errichtet ursprünglich nach 3 siegreich beendeten preußischen Kriegen gegen Dänemark, Österreich und Frankreich 1864, 66 und 71. Anschließend die Gründung des Deutschen Reiches und der preußische König wurde gleichzeitig auch der deutsche Kaiser. Und wir fahren hier durch den Tiergarten. Ursprünglich lag der außerhalb der Stadt und man hat Tiere ausgesetzt und er war auch eingezäunt, damit die ehemaligen Kurfürstenkönige besser jagen konnten. Friedrich II. Mochte die Jagd nicht und hat dann einen Landschaftspark 1742 anlegen lassen. Kurzer Blick links zum Schloss Bellevue, aber das sehen wir auf der Rückfahrt nochmal besser. Hier links die Spree, einer der 2 Hauptflüsse der Stadt, die Berlin in Ost-West-Richtung durchfließt und dann in die Havel mündet in Charlottenburg. Der Tiergarten ist 210 Hektar groß, 2,1 Quadratkilometer, also damit der größte Park im Zentrum Berlins und Erholungsgebiet. Diese Fahrt ist aufgenommen am 16. Mai 2021. Die Corona-Regeln gelten noch, von daher sieht es eher leer auf den Straßen hier aus. Links die Kongresshalle Berlins, Westberlins ehemals. Auch auf die komme ich dann auf der Rückfahrt noch ausführlicher zu sprechen. Und hier vor uns taucht ein Glockenturm auf, ein Carillon. 1987 errichtet zur 750-Jahr-Feier Berlins, die man damals offiziell begangen hat. Es war ein Geschenk von Daimler-Benz aus diesem Anlass. Allerdings war nur das Glockenspiel, das Carillon, das Geschenk. Den Turm musste Westberlin damals mit Steuergeldern selber bauen. Nichtsdestotrotz hat der Turm dann den Spitznamen Big Benz abbekommen. Wir sind jetzt hier im Parlamentsviertel angelangt. Geradezu sieht man schon den Turm vom Reichstagsgebäude mit der Flagge obendrauf. Der Reichstag ursprünglich 1894 eröffnet, als Sitz des Parlaments des Deutschen Reiches. Beim Kaiser nicht so beliebt. Er hat das Ganze als Quasselbude Reichsaffenhaus abtun lassen, hielt nichts vom Parlament, hatte sich auch sehr geärgert über die damalige Kuppel vom Reichstagsgebäude. Die war höher geraten als die Kuppel von seinem Stadtschloss. Das passt ihm also überhaupt nicht. Reichstag, Bundestag. Und die Inschrift dem deutschen Volke, die man da über dem Eingangsbereich sehen kann, ist auch erst 1916, zu Zeiten des Ersten Weltkrieges, dort angebracht worden, also nicht schon zur Eröffnung. 1933 ist der Reichstag in Brand gesteckt worden, ausgebrannt. Verurteilt, verhaftet wurde der holländische Anarchist Marinus van der Lubbe. Es wird immer noch diskutiert, war es alleine oder haben die Nationalsozialisten nachgeholfen. Letztere waren auf jeden Fall die Nutznießer und es gab Verhaftungen derselben Nacht und in den Tagen, Wochen, Monaten danach. Genutzt hat man den Reichstag dann nicht mehr als Parlament. Hitler hat also auch nie eine Rede dort gehalten. Dennoch war es das Hauptziel der sowjetischen Truppen 1945 und hart umkämpft.
So, wir kommen jetzt hier in den ehemaligen Ostteil der Stadt. Rechts raus Richtung Brandenburger Tor konnte man einen Streifen verlaufen sehen, eine doppelte Pflastersteinreihe, die Straße entlang. Das war die Markierung oder ist die Markierung des ehemaligen Mauerverlaufs. Und U-Bahnhof Brandenburger Tor. Wir sind jetzt also im ehemaligen Ostteil der Stadt, fahren hier zwischen Bürogebäuden für den Bundestag hindurch, das sogenannte Jakob-Kaiser-Haus. Hausuntertrieben sind 8 Gebäude mit fast 2000 Büros. Und auch das gläserne Gebäude hier vor uns gehört zum Bundestagsbereich dazu. Gleich hier rechts die französische Flagge, das ist die Rückseite der französischen Botschaft. An alter Stelle neu wieder aufgebaut wurde. Das gilt auch für die britische Botschaft geradezu, wo man die Flagge erkennen kann. Die Straße ist abgesperrt, nachdem es 2003 ein Attentat auf die britische Botschaft in Istanbul in der Türkei gegeben hatte. Und aus Sicherheitsgründen darf man also nicht mehr durchfahren. Hinten rechts wäre dann noch die amerikanische Botschaft, auch an alter Stelle neu wieder aufgebaut. Das Hotel Adlon ist ebenfalls neu wieder errichtet worden, auch wenn es so ein bisschen alt aussieht. War eines der bedeutendsten Hotels, wenn nicht gar das bedeutendste, vor dem Kriege und will an die alte Bedeutung wieder anknüpfen, nennt sich selber 5 Sterne Plus. Kurzer Blick zum Brandenburger Tor. Und wir fahren jetzt die Straße unter den Linden entlang. Flanierboulevard der Berliner seit mehr als 350 Jahren. Ursprünglich war es hier aber prächtiger und am Wochenende ein Muss, auf und ab zu flanieren, voll an Menschen, um zu sehen und gesehen zu werden natürlich. Hier rechts die Botschaft der Russischen Föderation, die ehemalige sowjetische Botschaft in den 50ern errichtet. Größte Botschaft Berlins lange Zeit gewesen. Dann rechts raus die Komische Oper. Opernhäuser am Bad 3, neben der Staatsoper, an der wir gleich vorbeikommen, wären die Deutsche Oper in Charlottenburg und die Komische Oper hier. Wir kreuzen die Friedrichstraße und das große alte Gebäude auf der linken Seite ist die Staatsbibliothek zu Berlin mit 32 Millionen Bänden, Dokumenten, eine der bedeutenden der Welt, schon seit dem 17. Jahrhundert als Universalbibliothek geführt. Friedrich II. Reitet hier in der Mitte der Straße, links raus die Humboldt-Universität, vor uns rechts die Staatsoper und den Linden und hinten rechts dahinter die St. Hedwigs-Kathedrale, für die Katholiken errichtet zu Zeiten von Friedrich II. In der Zeit, in seiner Regentschaft, sind auch die ganzen Gebäude hier errichtet worden. Und hier links die neue Wache, auch die sehen wir gleich nochmal, geht sehr schnell voran hier. Rechts raus das Kronprinzenpalais, dahinter die alte Kommandantur und dann auch schon das zumindest äußerlich wieder aufgebaute Berliner Schloss, eigentlich Humboldt-Forum. Das erste Schloss stand hier seit dem 15. Jahrhundert, Renaissance-Schloss gewesen. Dann hat man um 1700 ein Barockschloss daraus gemacht, nachdem sich Friedrich I. zum ersten König in Preußen selber gekrönt hatte. Im Krieg beschädigt hat man es nach dem Kriege genutzt, noch zu DDR-Zeiten, aber 1950 ist es gesprengt worden. Dann stand hier rechts der Palast der Republik, den man auch wieder abgerissen hat und dann hat man eben in der äußeren Form das Gebäude neu wieder aufgebaut mit der historischen Fassade an 3 Seiten aber nur. Damit wären wir jetzt schon im alten Kern der Stadt angelangt, fahren gleich zum zweiten Mal über einen Spreearm und haben vor uns die Marienkirche, den Fernsehturm und so ein bisschen rechts raus den Turm vom Roten Rathaus, ganz hinten rechts die Doppelspitze, die Nikolaikirche im Nikolaiviertel. Eigentlich Berlins älteste Kirche, aber inzwischen Museum. Also damit die Marienkirche vor uns, die älteste, die noch für Gottesdienste genutzt wird. Der Fernsehturm dahinter 1969 oder bis 1969 errichtet, damals zweithöchster Fernsehturm der Welt, 365 Meter bis zur Spitze.
1 Meter für jeden Tag im Jahr konnte man sich gut merken. Jetzt ist eine neue Antenne oben drauf und er hat 368 Meter Höhe. Rechts raus das sogenannte Rote Rathaus 1869. Erbaut, Sitz des regierenden Bürgermeisters für Gesamt-Berlin. Dann Martin Luther hier auf der rechten Seite als Rest eines Denkmals, eines größeren Denkmals, das hier ursprünglich stand, mit Zeitgenossen von ihm, die um ihn herum standen. Die hat man aber im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen, kriegsbedingt, und nur Luther ist übrig geblieben. Die Marienkirche, ja, steht hier ein bisschen verloren zwischen den ganzen Nachkriegsgebäuden. Ursprünglich hat sie hier den Platz umgeben von historischen Gebäuden geprägt und jetzt drumherum höhere Wohngebäude und natürlich der Fernsehturm dahinter. Erbaut wurde sie wohl so um 1270, 1292 erstmals erwähnt. Das Hotel Park Inn im Hintergrund war ursprünglich als Hotel Stadt Berlin errichtet worden, als Interhotel zu DDR-Zeiten, und war ein 4-Sterne-Hotel, wo insbesondere Gäste aus dem Ostblock untergebracht wurden. Oben rechts sieht man so eine kleine Plattform und so Seile. Da kann man Baseflying betreiben, also man kann sich in 125 Metern Höhe an 2 Seilen horizontal in der Luft aufhängen lassen, hat dann sehr schönen Blick nach unten und dann geht es im freien Fall runter. Und 2 Meter am Boden wird man dann wieder gestoppt, normalerweise. Und das Ganze nennt sich dann, wie gesagt, Baseflying. So ab 79 € der Preis, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Der Alexanderplatz ist in den 60er Jahren zu DDR-Zeiten als sozialistischer Platz gestaltet worden. Es gab das Zentrum Warenhaus hier auf der rechten Seite von uns. Es gab zum Beispiel das Haus des Lehrers, das Haus des Reisens und geradezu links mit dem turmartigen Treppenhaus vor uns das Gebäude des Berliner Verlags oder Haus des Berliner Verlags. War dann später Verlagsgebäude nach der Wende auch der Berliner Zeitung, inzwischen verkauft worden von der Bertelsmann-Gruppe, der das gehört hatte, an Tilman Speyer, die ein Bürogebäude daraus machen. Rechts raus, Blick Richtung Karl-Marx-Allee, ehemals Stalinallee, ganz im Hintergrund zu sehen. Und hier wendet der Bus. Wir springen gleich ein Stückchen weiter und haben hier vor uns rechts das Dom-Aquarium mit dem Sea Life. Da kann man sich 30 Aquarien anschauen, das Leben im Wasser von der Spree bis zum Nordatlantik. Und als Hauptattraktion fährt man dann mit einem gläsernen Fahrstuhl durch ein Riesenaquarium, hat um sich herum 1 Million Liter Wasser und wird umschwärmt von etwa 1000 Fischen aus der Karibik. Zu DDR-Zeiten stand hier auch ein Devisenhotel von einer schwedischen Firma errichtet, inzwischen abgerissen und alles neu gebaut, weil es nicht die optimale Nutzung des Platzes war. Also hier haben wir noch das Hotel Radisson SAS und vielleicht das einzige Hotel, wo man lieber ein Zimmer nach innen hat, weil dieser Aquariumturm steht genau mitten im Hotel. Nochmal die moderne Seite hier links vom Humboldt-Forum, der Berliner Dom und der Blick über die Spree. Der Dom um 1900 erbaut, eigentlich sollte er 1900 fertig sein. 1904 war es dann soweit. Als Staatskirche der Hohenzollern beherbergt auch die Familiengruft der Hohenzollern. Unten oben hat man einen Blick über die Stadt auf der Balustrade. Die Museumsinsel, zu sehen hier das Alte Museum. Es gibt noch 4 weitere. Dahinter Alte Nationalgalerie, Neues Museum, Pergamon-Museum, das bekannteste, und Bode-Museum. Gehört alles seit 1999 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Und die Insel wird noch durchsaniert, was eine Menge Zeit in Anspruch nimmt und ziemlich teuer ist. Gut, hinten links der Turm, das Eck von der Bauakademie, Auswärtiges Amt, und wir fahren über die Schlossbrücke wieder die Linden entlang.
Auf der rechten Seite das alte Zeughaus, früher Waffenarsenal Preußens gewesen, jetzt Deutsches Historisches Museum. Links nochmal das Kronprinzenpalais, 2 deutsche Kaiser sind hier geboren worden. Und dann die Neue Wache auf der rechten Seite. Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland, das Mahnmal für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Ursprünglich das Mahnmal für die Beteiligten an den Befreiungskriegen gegen Napoleon und eben als Wachhaus errichtet. Humboldt-Universität auf der rechten Seite, hatte ich schon erwähnt, links die alte Königliche Bibliothek, gehört auch zur Humboldt-Uni. Friedrich II. Nochmal reitend hier zu sehen. Und auch die Staatsbibliothek hatte ich ja erwähnt. Es gibt die alte Staatsbibliothek hier unter den Linden und die neue im Kulturforum im ehemaligen West-Berlin. Wir haben sowieso fast alles doppelt in der Stadt. Also Museen auf zweimal, 2 Staatsbibliotheken, 2 zoologische Gärten, 3 Opernhäuser, 3 Universitäten und so weiter. Es waren eben lange Zeit 2 Städte in einer Stadt hier und das zeigt sich auch heute noch. Und Museen haben wir inzwischen über 170. Ein neues eröffnet demnächst hier, 27. Juni 21, das Bud Spencer Museum. Also es gibt die großen, bedeutenden Museen und viele kleinere Nischen-Spezialmuseen. Linksrot das Hotel Westin Grand. Auf dem Eck dort befand sich ursprünglich mal das erste Kaffeehaus Kranzler. Das wäre das erste Kaffeehaus Berlins mit, wie es in der Werbung hieß, Bedienung von zarter Hand, also mit weiblicher Bedienung. Und es war das erste Kaffeehaus mit einer Terrasse, wo man draußen sitzen konnte, um zu sehen und insbesondere um gesehen zu werden. Also sehr beliebt beim Adel damals. Ja, hier sieht man, wie leer es ist im Bus. Und rechts so ein Blick in die Kaiserhöfe. Der Name ist aber neu. Das hat der Investor sich so ausgedacht, um mehr Menschen, Kunden zu locken. Also es sind historische Gebäude hier, die man nach dem Krieg auch wieder hergerichtet hat. Das Gebäude hier rechts gehört auch zum Bundestag. Und geradezu schon wieder zu sehen, das Brandenburger Tor. Baustellen hier auf der rechten Seite, die zweite. Dort stand bis vor kurzem noch die polnische Botschaft aus DDR-Zeiten, das Gebäude, das jetzt abgerissen wurde und es wird ein neues Botschaftsgebäude errichtet. Hier rechts Madame Tussaud, die Berliner Variante. Und das Brandenburger Tor stand frei auf dem Grenzstreifen, also unzugänglich von 1961 bis 1989. Die Straße war von hier aus gesehen hinter der Kreuzung abgesperrt. Da gab es so Metallgitter, da durfte man nicht weiter, konnte also nur auf den Platz draufschauen. Sah dann höchstens Grenzsoldaten. Die Gebäude, wie gesagt, gab es nicht drumherum. Und von hier aus gesehen, hinter dem Brandenburger Tor verlief dann die Berliner Mauer in so einem Halbrund. War am Brandenburger Tor allerdings niedriger als üblich. Also normalerweise war sie 3,60 hoch, halb obendrauf. Aber vor dem Brandenburger Tor von der Westseite aus gesehen war sie breiter, nicht so hoch. Man konnte wunderbar draufsteigen und auf der Mauer Wiedervereinigung feiern. Die Bilder haben die meisten sicherlich noch im Hinterkopf. Hier links nochmal die französische Botschaft von der Rückseite. Erneut die Bürogebäude des Bundestages und ganz geradezu am Ende die Bundestagsbibliothek, dieser gläserne Turm, und rechts das orangene Gebäude ist das Hauptstadtstudio der ARD. Also die ARD hat nah am Parlament bauen wollen mit einem Glasfenster am 4. Stock, wo sich auch das Sendestudio befindet, weil man den Blick raus aus dem Studio direkt auf die Kuppel vom Reichstag haben wollte. Hat aber nicht bedacht, dass die Bürogebäude hier auf der rechten Seite so in die Höhe wachsen werden. Und der direkte Blick ist also wieder verbaut worden.
Allerdings hat man dafür dann so eine Stange auf dem Dach mit einer kleinen Kamera dran und die kann dann auch die Live-Bilder für den Bericht aus Berlin einspielen. Wir kommen wieder in den Westteil, sind erneut am Reichstagsgebäude, das in den 60er, 70ern nach dem Kriege wieder aufgebaut wurde. Damals von westdeutscher Seite geplant, ihn wieder zu nutzen als Sitz des Parlaments eines wiedervereinigten Deutschlands in der Zukunft. Und jetzt ist das ja passiert. Man hat das Gebäude dann nochmal saniert in den 90ern, ist also ein Hightech-Gebäude im alten Gemäuer mit der neuen Kuppel obendrauf, die man in normalen Zeiten auch begehen kann. Also man darf hoch, aber es gibt eingeschränkte Besuchszeiten. Sehr schöner Blick über Berlin. Den Wettbewerb für die Neugestaltung hat gewonnen der britische Architekt Norman Foster, der ganz überrascht war, dass ein nicht-deutscher Architekt den Auftrag bekommen hat für das Hauptgebäude der deutschen Demokratie. Allerdings dieser kleine Pavillon, da kann man sich anstellen, wenn man kurzfristig halt ein Zeitfenster-Ticket, eine Anmeldung tätigen möchte für den Besuch der Reichstagskuppel. Besser ist es natürlich, sich rechtzeitig vorher online anzumelden. Das erspart dann längere Wartezeiten. Bisschen schwer zu sehen hinter den Bäumen, hinten rechts der Berliner Hauptbahnhof. Platz der Republik. Bitte tragen Sie stets eine FFP2-Maske. Please wear an FFP2 mask. Und rechts raus auch das Bundeskanzleramt, zu Zeiten von Helmut Kohl errichtet. Der hat das Modell dann auch 8-mal überarbeiten lassen. Jetzt sieht man es rechts nochmal mit dem halben Bullauge. Also 8-mal überarbeiten lassen, bis er zufrieden war, hatte dann auch den Spitznamen Kolosseum abbekommen. Nach dem Kriege sah der Tiergarten nicht so grün aus wie jetzt hier. Also die Berliner hatten in den ersten kalten Nachkriegswintern die meisten Bäume, die noch standen, gefällt. Und dann gab es hier Kartoffeläcker, hat man also gepflanzt. Hinter dem Glockenturm noch Tippi am Kanzleramt, ein Veranstaltungszelt für Konzerte und Varieté. Die Kongresshalle 1957 als Geschenk der Amerikaner erbaut, mit einer gewagten Dachkonstruktion, die ist auch zusammengestürzt. 1980 wurde aber wieder aufgebaut, hat 2 Spitznamen, wird also entweder die schwangere Auster oder das Lächeln Jimmy Carters genannt. Davor kurz zu sehen die Skulptur von Henry Moore, The Butterfly, der Schmetterling. Und die ehemalige Kongresshalle ist jetzt also das Haus der Kulturen der Welt, das sogenannte HDKDW. Schloss Bellevue. Hier rechts wieder die Spree, auf der anderen Uferseite Wohnungsbau des Bundes in Schlangenform. Speziell damals gedacht für die Mitarbeiter des Bundestages. Beim Regierungsumzug dachte man, Wohnraum wird knapp in Berlin, was heute auch stimmt, damals zwischenzeitlich aber nicht. Und da bringt man seine Wohnung quasi selber mit, 712 auf der anderen Seite. Und speziell gedacht für die Mitarbeiter des Bundestages, die Abgeordneten, die sind dann aber nicht so da eingezogen. Also man wollte nicht unbedingt noch zusammen wohnen. Das reicht, wenn man zusammen gearbeitet hat. Und von Anfang an konnte man auch als Nicht-Bundesbediensteter sich dort einmieten. Inzwischen gibt es aber wohl Probleme mit Schimmel in den Kellern, Heizung fällt immer mal aus, Preise steigen trotzdem und die Mieter wechseln regelmäßig. Man wohnt dann aber in der Nähe vom Schloss Bellevue und eben an der Spree. Das Schloss Bellevue ursprünglich mal für den kleinen Bruder von Friedrich II. Errichtet worden, hier im 18. Jahrhundert. Und hat sich dann oder wurde dann in den 50er Jahren zum zweiten Dienstsitz des Bundespräsidenten. In den 90ern ist Richard von Weizsäcker dann ganz nach Berlin umgezogen und jetzt eben der ständige Hauptsitz des Bundespräsidenten. Die Flagge auf dem Dach heißt, der Bundespräsident weilt im Amt und ist in Deutschland. Also nicht unbedingt im Schloss und auch nicht unbedingt
in Berlin. Wohnen tut er hier nicht. Die Dienstwohnung gibt es seit der letzten Sanierung nicht mehr. Also die befindet sich in Dahlem, im Ortsteil Dahlem, dem sogenannten Millionärsghetto Berlins. Zum Bellevue gehört auch das Bundespräsidialamt für die Mitarbeiter des Bundespräsidenten, so ein bisschen auf der rechten Seite, dunkles Gebäude. Und vor uns die Siegessäule nochmal. Die stand ursprünglich vor dem Reichstagsgebäude. Zur ganzen Geschichte gibt es ja auch ein längeres Video von mir. Wer sich also genauer dafür interessiert, kann sich das gerne noch anschauen. Man kann nach oben steigen. 285 Stufen führen zur Plattform. Zu Füßen der Victoria, der Siegesgötte da oben, die man eben nach den 3 vorhin genannten Kriegen dort oben platziert hat auf der Siegessäule. Die Siegessäule ist auch ein beliebter Endpunkt für Demonstrationen aller Art, insbesondere der Großdemonstrationen hier in der Stadt. Und einmal im Jahr gibt es auch eine große Fahrradsternfahrt, wo man auch die Stadtautobahnen nutzen kann per Fahrrad und endet dann eben auch an der Siegessäule. Und auch der Berlin-Marathon führt hier vorbei. Dann kommen wir wieder zu den Botschaften. Auf der rechten Seite die Botschaften der nordischen Länder. Die Skandinavier haben gemeinsam gebaut, 5 Botschaftsgebäude, ein Gemeinschaftshaus, hat auch eine Sauna im Keller, wie sich's gehört, eine finnische Sauna. Und die Gemeinsamkeit wird durch dieses 16 Meter hohe Kupferband unterstrichen. Die Botschaften sind gleich hoch, aber unterschiedlich groß. Also die norwegische zum Beispiel größer als die isländische. Und die Norweger haben noch einen großen alten Stein nach Berlin bringen lassen, einen Findling, 15 Meter hoch, 120 Tonnen schwer und 900 Millionen Jahre alt, steht also innen am Eingang zur norwegischen Botschaft. Hier rechts weitere Botschaften, Luxemburg, Malta, Malaysia, Bahrain und nochmal die Bundesgeschäftsstelle der CDU. Das Konrad-Adenauer-Haus, also man hatte zwischenzeitlich, als man das Gebäude errichtet hat, mal diskutiert, es Helmut-Kohl-Haus zu nennen. Aber dann gab es den Spendengelder-Skandal und man hat sich darauf geeinigt, es doch lieber bei Konrad-Adenauer-Haus wie in Bonn zu belassen. Hier links die blauen und hier vor uns die rosa Rohre, die man überall in der Stadt sieht. Es gibt auch gelbe, die stehen überall da, wo gebaut wird. Also der Grundwasserspiegel in Berlin ist recht hoch. Wenn man gräbt, stößt man nach spätestens 3 Meter auf Grundwasser und die Baugruben gehen aber in der Regel 20 Meter in die Tiefe, also wird das Wasser abgepumpt, bis die Baugruben fertig sind. Hier links das Hotel Berlin mit etwa 1300 Betten, eins der größeren der Stadt. Ja, und Berlin ist im Kriege sehr stark zerstört worden, also 1/3 aller Gebäude komplett, knapp 20% haben nichts abbekommen. Und in den zentralen Lagen, und das gilt hier auch für die City West, in die wir jetzt kommen, lagen die Zerstörungen zum Teil bei 80% und mehr. Von daher sieht man auch hier viele Nachkriegsgebäude. Wir sind jetzt eingebogen in die Kurfürstenstraße, die führt direkt auf den Zoologischen Garten zu und dahinter befindet sich dann der Endpunkt, der Bahnhof Zoo, Bahnhof Zoologischer Garten. Der Bus fährt leider nicht über die Tauentzienstraße und den Kurfürstendamm, also die Haupteinkaufsstraße Berlins immer noch. Das muss man dann hinterher zu Fuß erlaufen. In Berlin befindet sich auch das Deutsche Institut für Normung, das einen eigenen Platz bekommen hat 2011. Hier gleich auf der rechten Seite zu sehen der DIN-Platz mit einem Brunnen, der natürlich auch einer DIN-Norm entspricht. 4943.
Um es genau zu sagen, ist ein ganz kleiner Platz, vielleicht 10 mal 15 Meter groß, also eher eine Verbreiterung des Bürgersteiges, aber das Institut ist ziemlich groß, also hat in Deutschland 28.000 Experten, die die Normen und Standards festlegen und bearbeiten. Und auch 50.000 internationale Besucher kommen hier nach Berlin, also einer der großen Arbeitgeber der Stadt, wenn auch eher unauffällig. Rechts raus das Aquarium, das zum Zoologischen Garten gehört, und das Elefantentor als einer der zwei Haupteingänge des Zoos. Es gibt noch das Löwentor auf der anderen Seite. Geradezu schon die Gedächtniskirche, rechts raus das Bikini-Haus. Das heißt so, weil es quasi als Zweiteiler errichtet wurde mit einem umlaufenden Band in der Mitte, das offen war, inzwischen verglast. Inzwischen ist es auch so eine Art Edel-Shopping-Mall geworden. Hier links die Gedächtniskirche, um 1900 erbaut, im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt. Nach dem Krieg gab es eine intensive Diskussion, soll man das Gebäude ganz abreißen oder ganz wieder aufbauen. Man hat sich geeinigt, die Überreste als Mahnmal gegen die Zerstörung des Krieges stehen zu lassen und hat neue Gebäudeteile daneben gesetzt. Links sieht man auch die Absperrung, die LKW-Truckstops, weil genau hier links von uns, da sieht man auch so Blumen auf der Treppe, das Attentat auf den Weihnachtsmarkt stattgefunden hat. Und da, wo die Blumen liegen, ist der LKW zum Stehen gekommen. Hier rechts der Zoopalast, ursprünglich Uraufführungskino für die Filmfestspiele in Berlin. Inzwischen findet das alles am Potsdamer Platz statt, hauptsächlich. Ja, und der Bahnhof Zoo, unser Endpunkt, war ursprünglich ein kleiner Vorbahnhof, außerhalb Berlins gelegen, zur Olympiade 36 weiter ausgebaut. Dann war Hauptbahnhof Westberlins, kam aber nur 10 Fernzüge am Tag an. Und jetzt ist er wieder ein Vorbahnhof. Seit wir den neuen Hauptbahnhof haben, halten hier eigentlich keine Fernzüge mehr. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß bei einer eigenen Tour durch Berlin.